Hallo Leute und willkommen zu meinem Rapid-Fire Mod Tutorial für CG Controller. Ich habe euch da einen ziemlich einfachen Rapid-Fire Mod aufgezeichnet, den ihr mit ca. 5 Euro Materialaufwand und ein paar Lötkenntnissen selber machen könnt. Also als erstes müsst ihr mal das Board ausbauen, das könnt ihr in meinem anderen Tutorial anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann braucht ihr einige Dinge, nämlich einen TLC 555 Timer. Das ist ein IC mit 8 Pins, der dann dafür verantwortlich ist, dass den Triggerabstand so zu timen, dass das eben viel schneller geht und die Waffe somit vollautomatisch schießt. Weiters brauchen wir ganz normale 1 Kiloohm Widerstände. Von diesen kleinen Teilen, die sind so billig, da kauft ihr gleich am besten mehr, falls ihr irgendwas verhaut oder wegen den Abständen, damit ihr es richtig hinbekommt. Dann haben wir hier zwei Kondensatoren, den C1 und diesen C2 hier. C1 ist ein 1,0 Mikrofarad Kondensator. Ich habe hier einen Elco verwendet, also einen Elektrolytkondensator mit 50, also der für 50 Volt gemacht ist. Bei einem Elektrolytkondensator ist es anders als bei einem Tantalkondensator zum Beispiel. Hier muss man auf die Polarität achten. Also beim Kondensator gibt es hier ein Minus und ein Plus. Ich werde euch das jetzt mal kurz zeigen. Hier seht ihr zum Beispiel ein Elco und das Minus ist bei diesen schwarzen oder manchmal bei schwarzen ist es auch ein grauer Streifen. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr die Polarität hier richtig hinbekommt. C2 habe ich einen Keramikkondensator verwendet, da müsst ihr nicht auf die Polarität achten, den könnt ihr egal wie reingeben. Dann brauchen wir hier die Widerstände R1 und nochmal R1, die sind beide gleich. Und wir brauchen ein 100 Kiloohm Potentiometer, die gibt es schon ziemlich klein, also so mit münzgroßen Durchmesser, die man mit einem Schraubenzieher dann verstellen kann. Also wir verwenden das Potentiometer, um den Widerstand variabel einstellen zu können. Man kann mit einem Potentiometer auch Spannungsteilen oder sonstige Sachen, aber wir werden das hier verwenden, um den Widerstand zu teilen. Deswegen, wenn ihr ein Poti habt, was 3 Pins habt, müsst ihr ein Außen und ein Ende mit dem Schleifer verbinden oder wie ihr das machen wollt und es schneidet dann eins von den beiden Pins weg, das zeige ich euch dann nachher noch. So, was ihr dann noch braucht, ist ein Push-Button, der nur geschlossen ist, wenn man ihn drückt, also so wie auf dem Controller selbst die Buttons. Und ihr braucht eine Schaltlize, also ein ziemlich dünnes Kabel, da kauft ihr euch am besten gleich eine Rolle. So, dann das Ganze, ich habe euch diesen Schaltplan auch in der Description hochgeladen, also ihr könnt ihn runterladen und das in Ruhe machen. Ja, viel mehr gibt es nicht mehr zu sagen, auf die Punkte aufpassen. Ground gibt es hier zwei verschiedene. Bei der Spannungsversorgung mit 3 Volt gibt es hier diesen einen Punkt. Vielleicht gibt es auch einen Alternativen, aber da habe ich jetzt nicht geschaut. Aber diese sind eh leicht zu löten. Was noch zu sagen gibt, den IC platziert ihr am besten hier neben dem Analogstick in der Dead-Bug-Position. Das heißt, ihr dreht ihn und dass die Pins nach oben zeigen, so wie beim toten Käfer die Arme. Ja? Der eine Vorteil ist dabei, ihr könnt ihn gut festkleben. Das macht ihr genau hier, weil hier Platz ist im Controller. Und der andere Vorteil ist, dass ihr es leichter zum Löten habt, wenn die Pins alle nach oben stehen. Ja, jetzt zeige ich euch noch kurz die Reichelt-Teileliste. Also hier habt ihr zum Beispiel den IC, das sieht hier so aus. Also Widerstände nehmt ihr Metallschicht, Widerstände oder Kohleschicht, ist eigentlich ziemlich egal. Dann das Potentiometer, wie ich euch gesagt habe, das sieht so aus, ist circa münzgroß. Und ihr seht jetzt eine Seite hat 2 Kontakte. Da gibt es den Außenkontakt, Anfangskontakt und den Endkontakt. Hierbei sucht ihr euch einen aus und den Schleiferkontakt braucht ihr. Den anderen, einen von den 2 könnt ihr dann wegschneiden. Welcher ist eigentlich egal. Es kommt dann nur auf die Richtung an, wie man dreht. So, dann wieder zurück. Hier der Tantalkondensator. Polarität bei diesen Kondensatoren egal. Dann haben wir hier den Elco. Polarität müsst ihr aufpassen, wie gesagt, auf dieser grauen Markierung zum Beispiel. Dann ein Push-Button, da könnt ihr, egal, da gibt es in 100.000 Variationen, ich habe so einen genommen. Dann ein Lötkolben, ist eh klar, weil falls ihr noch nicht daheim habt, reicht ein 15 Watt Lötkolben, alles andere ist schon wirklich zu viel. Dann braucht ihr noch Lötzinn
und ihr braucht eben eine Schaltlitze, eine ziemlich dünne, also 0,14 Quadrat oder irgend sowas in der Richtung ist ziemlich ideal dafür. Ja, das war's eigentlich zur Theorie und jetzt werde ich euch das Ganze in der Praxis zeigen. So, fertig gelötet sieht das Ganze nun so aus. Ich habe den IC auch, wie gesagt, hier neben dem rechten Analogstick positioniert und mit Heißkleber angeklebt. Dann ein Loch durchgebohrt für den Push-Button, das seht ihr hier, und auch die Kabel durchgeführt fürs Potentiometer. Leider hatte ich nur so ein großes Potentiometer, aber natürlich geht es auch mit einem kleinen, aber da müsst ihr halt immer zum Verstellen aufmachen oder ihr legt das Ganze eben auch nach außen und macht es hier fest. Das ist total euch überlassen. Ja, passt auf, dass ihr etwas Abstand haltet zu den Bauteilen, zum Beispiel hier, damit der Controller nachher noch zugeht. Sonst kann es sein, dass ihr eben wie hier etwas abbrechen müsst ein bisschen mit einer Zange und damit der Controller wieder zugeht. Auch wenn ihr die Motoren aufbaut, hier aufpassen, dass er etwas Abstand haltet und keinen Kurzschluss verursacht oder hier etwas wegbrechen. Und ja, eigentlich ein ziemlich einfacher Mod. Ich bin mir sicher, ihr bekommt das alle gut hin. Und jetzt werde ich euch noch kurz ein Testvideo dazu zeigen. Danke. Also zum Beispiel hier mit der 5.7, die schießt normalerweise so. Und mit Rapid Fire schießt sie dann ungefähr wie eine Uzi. Man kann das Ganze mit dem Potentiometer noch ein bisschen einstellen. Auf jeden Fall schießt jetzt vollautomatisch, genauso wie die Sniper. Man braucht nur einmal auf den Knopf drücken und es schießt komplett vollautomatisch. Also es ist schon ein ziemlicher Vorteil. Und also es sollte eigentlich undetectable sein, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn jemand gebannt wird. Danke fürs Anschauen.